Hallo, liebe Freunde unseres Kanals. Wir stellen euch jetzt ein Haus vor, das uns auch ziemlich interessiert hat. Das Haus in Ponta do Pago. Und ja, das war schon so ein kleines Herzblatt. Das war eigentlich unsere Nummer 2 bisher. Das hat uns auch länger beschäftigt. Oh ja, oh ja. Obwohl es von Anfang an nicht das große Stück Land hatte, das wir ja immer als Bedingung gesetzt haben. Richtig, richtig. Es hatte nur 700 Quadratmeter Land. Ja, 700 Quadratmeter Land. Stand auch so in der Ausschreibung. Ja, und aber ein ganz tolles Haus. Ein Haus über 3 Stockwerke. Ja. Wirklich groß. Ja, Quadratmeter zum Wohnen, so 200 hatte das bestimmt. 200 hatte das bestimmt. Tolle Substanz, unten mit großen Steinen, eine riesige Küche, Badezimmer, Eingangs. Ja, Badezimmer auch schon teilweise eingerichtet schon und renoviert. So. Und der Boden war okay und Ja, alles schön. ja, man hätte eigentlich sofort einziehen können. Und die zweite Etage war ein Schlafzimmer. Schlafzimmer in der zweiten Etage, genau. Terrasse, auch noch eine tolle Aussicht. Ja. Ja, die Aussicht war sowieso das Tollste. Die Aussicht, das war das Beste am Haus. Ne? Also man muss sich vorstellen, man ist auf der Westspitze von Madeira und kann aufs Meer schauen. Und das im 180-Grad-Winkel aufs Meer. Gegen Westen, das heißt, man sieht jeden Abend den Sonnenuntergang. Ja. Man sieht, wie die Sonne ins Meer versinkt. Jeden Abend, jeden Abend. Boah, was langweilig. Und der oberste Stock, da waren wir vorhin abgeschweift. Ja, Da war das Wohnzimmer und von dem obersten Stock aus hatte man ja auch die tolle Aussicht aufs Meer und auf ja. die Abendsonne. Da gab es noch eine Terrasse zur anderen Seite, aber auch aufs Meer hinaus. Ja, Ja, absolute Spitze. Absolute Spitze. ja, und das Haus auch wirklich in sehr gutem Zustand. Es gab Ja. noch ein zweites Badezimmer, das haben sie halb renoviert. Da hätte man etwas machen müssen und sonst wäre es auch einzugsbereit gewesen. Ja, Stromanschlüsse und so weiter waren auch bereits erneuert und so. Ja. Mir schien das so, als ob das Haus teilrenoviert wurde und dass dann wohl anscheinend das Geld irgendwie verloren gegangen ist oder so. Und dann an eine Bank. Ne? Und Jetzt das müssen war wir hier ja kurz auch so. aufpassen, weil hier wird es glatt. Es war ja auch so, dass das einer Bank gehörte, Ja, genau, ja. richtig. weil eben wir haben das besichtigt mit dieser schönen blondinen Maklerin, Ja, genau. mit der blonden Maklerin. Und sie hat uns das alles gezeigt und den Garten dazu, eine schöne Auffahrt, ein kleiner Obstgarten, ein zweiter Garten mit Grillplatz, Sitzplatz. Ja, Und dann sagten wir, ja, ist ja ganz toll, ja. aber das kommt uns ja vor, als wenn das mehr gewesen wäre als die 700 Quadratmeter. Ja, das, was sie uns da gezeigt hatten, Ja. waren mindestens 2000 Quadratmeter. Ja. Ja, und sie meinten einfach, ja, das gehört zum Haus dazu. Ja, ich meine, es war ja auch so, es war die Auffahrt, die ging auch zum Haus. Ja, ja. Und das ist, ja, Und der es war Logik auch- her gehört das auch alles zum Haus. Ja, richtig. Bloß in der Ausschreibung standen dann irgendwie nur 650 oder 700 Ja, Quadratmeter. 700, Ja. 28, egal. Ja, da war doch schon wieder irgendein Da war Hund irgendwas begraben. komisch, Ne? aber das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und Oh es ja. hat ja auch unten noch so tolle Ranken, ein Sitzplatz. Ja, ja. sitzt Ihr werdet die es schon sehen. Bougainvillea. Genau. Bougainvillea die waren das. botanischen Namen. Ja, ja. Ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und Zitronenbaum und so. Das Haus Ja. war, wie gesagt, direkt auf der Klippe von Ponta do Pago. Zum Meer runter 400 Meter ungefähr. Ja. Das heißt, die Höhe hätte auch wohl noch gereicht für etwas tropische Früchte. Aber was man bei Ponta do Pago natürlich bedenken muss, es ist die Westküste und im Winter geht dort die Post ab. Das heißt der Wind. Ja, genau, der Wind, kommt nicht die vom Post, anderen sondern Kontinent bis ja. Und der kommt im Winter. Und der ist heftig. Der ist wirklich heftig dort. Tolle Windstärke. Deswegen gibt es eigentlich direkt an den Klippen, also bis so 2 Kilometer ins Inland, keine Pflanze, die höher ist als halbe Mannhöhe.
weil die können sich dort einfach nicht halten. Die Apfelbäume und Birnbäume, die es in Ponta do Pago gibt, sind etwas weiter im Inland, wo sie halt doch schon etwas geschützter sind von dem angreifenden Wind. Aber sobald die Sonne dort rauskommt, ja, dann merkt man, dass man sich auf Madeira befindet. Ja. Ponta do Pago ist schon schön. Aber mit dem Wind muss man dort halt aufpassen. Deswegen sind die Häuser auch alle ein bisschen tiefer gelegt und in den Felsen irgendwie eingebaut. Und, ja. Aber das haben wir auch erst später rausgekriegt, als wir das Haus dann schon wieder für uns abgeschrieben haben. Ja. Das Problem war ja eben, dass sie uns ungefähr 2000 Quadratmeter Land dazu gezeigt haben. Aber im Verkauf und in den Verkaufspapieren waren nur die 700 Quadratmeter. Ja, wir baten sie dann, dies abzuklären. Und da hatten sie dann Probleme, die Makler uns das irgendwie zu erklären, wie jetzt das kommt. Genau, genau. Und dann mussten wir unsere Anwältin ansetzen, weil wir es wirklich gerne gehabt hätten. Ja, also mit den gezeigten Grundstücken hätten wir es, glaube ich, sogar gekauft. Ja, wenn das nicht gestimmt hätte mit dem Land, dann hätten wir es gekauft. Dann hätten wir halt gedacht, vielleicht können wir irgendwo sonst noch ein Stück Land dazu kaufen. Genau. Später noch von den Nachbarn kaufen Land oder so. Herum noch. Mit 2000 Quadratmetern hätte man irgendwas starten können schon mal. Ja. Aber eben, weil das nicht klar war, mussten wir auf eigene Kosten natürlich unsere Anwältin das überprüfen lassen, die uns dann definitiv sagte, die ganze Auffahrt gehört nicht dazu, der Obstgarten gehört nicht dazu. Keine Ahnung, wie das kommt. Ja. Das war nicht klar, wie das passiert ist. Und wieder wusste keiner, wem es gehört. Und da standen irgendwelche Sachen wohl im Grundbuch drin. Sehr wahrscheinlich hat es einfach der Besitzer des Hauses die Auffahrt einfach schwarz genommen und den Weg gemacht und fertig. Genau. Wo kein Kläger ist auch kein Richter. Kein Richter. Ne? Genau. Aber solche Sachen müssen halt geklärt sein. Notare achten auf sowas. Also wir hätten wir hätten es einfach kaufen können und so tun, als wenn nichts wäre. Ja, hätten wir machen können. Irgendwann wäre dann jemand da gestanden und gesagt, ja, das ist mein Land, gib mir das zurück. Genau. Wir hatten keine Lust auf irgendwelche Probleme. So sieht's aus. Ja, aber ihr werdet das alles in den nächsten Videos sehen, wie sehr uns das Haus gefallen hat. Euch wird es bestimmt auch gefallen. Und ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, lasst bitte ein Like da, lasst Kommentare da, abonniert unseren Kanal. Uns macht dieser Kanal ziemlich viel Spaß und wir freuen uns drauf, dass wir endlich irgendwann dann auf Madeira wieder neue Videos für euch machen können. Im Moment befinden wir uns halt noch im Lockdown. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Vorwort für das nächste Haus sehen wir uns dann wieder und würde sagen, bis dann auf unserem Kanal.